Namen des dreieinigen Gottes. Gott ist die Liebe. Jesus Christus ist für uns den Weg des Leidens und Sterbens gegangen. Gottes Geist berührt uns mit seiner heilsamen Kraft. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Liebe Gemeinde, herzlich heiße ich Sie willkommen zu unserem Gottesdienst. Heute ist Karfreitag, ein stiller Feiertag, an dem wir uns das Kreuzesgeschehen vergegenwärtigen. Ich begrüße Sie an Ihren Bildschirmen, auf den Patientenzimmern und genauso zu Hause. Besonders begrüße ich heute Frau Glöckner an der Orgel und ihren Sohn Matti, die uns musikalisch heute begleiten. Normalerweise hätten wir heute das Abendmahl gefeiert. Während der Corona-Krise ist das leider nicht möglich. Der Spruch für diesen Tag steht in Johannes 3, Vers 16 und heißt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott segne unser Reden und Hören, Singen und Schweigen. Amen. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Wir singen aus dem Lied Nummer 91 die Strophen 1 bis 4. spreche nun Verse aus Psalm 22.
mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Lasst uns beten. Guter Gott, in Jesus Christus bist du für uns den Weg des Leidens und Sterbens gegangen. Nichts Menschliches ist dir fremd. Du verstehst uns und wir bringen dir, was uns bedrückt und Kummer macht. Schmerzen, eine schlimme Diagnose, die Angst vor dem Coronavirus, vor dem nächsten Untersuchungsergebnis. Genauso unsere ängstigenden Fehler, unsere innere Zerrissenheit, Unfrieden, das, was wir anderen lieber schamhaft verschweigen. Wir bitten dich, lass uns zum Gekreuzigten blicken und in seinem Leiden unser Heil erkennen. Öffne unsere Herzen für seine Liebe, damit wir uns von ihr tragen lassen, jetzt und alle Zeit. Kyrie Erlösung. Ich lese nun das Evangelium für den Karfreitag, Matthäus 27, die Verse 33 bis 54. Es ist zugleich der Predigtext, den ich für heute gewählt habe. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie Jesus Wein zu trinken mit Galle vermischt, und da er es schmeckte, wollte er nichts trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden 2 Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen? Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia.
Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte. Und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das Kreuz ist aufgerichtet. Wir singen nun aus dem Lied Nummer 94 die Strophen 1 bis 4.
Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Die Corona-Krise hat unser Leben kräftig durcheinandergewirbelt. Vieles von dem, was wir für selbstverständlich hielten, gilt nicht mehr. Unsere persönliche Freiheit ist eingeschränkt. Es besteht eine Kontaktsperre und Versammlungsverbot. Vieles wird abgesagt. Niemand darf mehr einen Gottesdienst besuchen. Stattdessen nutzen wir die Übertragungsanlage hier im Klinikum und das Internet. Wenn mir im Januar jemand gesagt hätte, dass unser Leben heute so aussieht, ich hätte es nicht geglaubt. Das Besuchsverbot in Krankenhäusern und Altenheimen ist natürlich sinnvoll. So werden die Menschen geschützt, die ganz besonders durch das Coronavirus gefährdet sind. Doch Sie, liebe Patientinnen und Patienten, trifft es, so denke ich, besonders hart, wenn Sie keinen Besuch mehr bekommen dürfen. Viele fühlen sich einsam. Dazu kommt die Angst, sich selbst anzustecken, die Angst um Angehörige und die Trauer um liebe Menschen, die gestorben sind. Wie ein großes Erdbeben erschüttert die Corona-Krise die ganze Welt. Als Jesus gestorben war, bebte die Erde. So erzählt es der Evangelist Matthäus. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Jesu Tod bedeutet eine große Veränderung für uns Menschen auf der ganzen Welt. Warum? Was ist an dem Tod dieses einen Menschen so besonders, dass wir ihn bis heute feiern? Was ist dran am Karfreitag? Folgen wir dem, was Matthäus erzählt. Er erzählt von beißendem Spott. Da sind die Soldaten, Handlanger des Todes. Ihr Handwerk ist schnell getan. Sie kreuzigen Jesus und verlosen seine Kleider. Sie würfeln. Ein Spiel zum Töten. Ein Schild bringen sie auf dem Kreuz an. Darauf steht: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Das ist Anklage und Spott zugleich. Was maßt dieser Jesus sich an? Was für ein lächerlicher König ist er? Ein König am Kreuz? Das ist doch ein Witz. Dann sind da die Neugierigen, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten, angetrieben von Sensationslust. Sie wussten ja, wer da am Kreuz gehängt wurde. Jesus, der hat doch Kranke geheilt. Schuldig gewordene hat er aufgerichtet. Seine Reden haben Menschen tief im Inneren berührt. Und jetzt hängt er am Kreuz? Er, der Wundertäter, kann sich selbst nicht helfen? Das passt doch nicht. Die Leute schauen zu Jesus sicher mit abfälligem Grinsen. Spottend rufen sie: Hilf dir doch selber. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Dann ist da bei Jesus damals noch die Geistlichkeit. Und die treibt den Spott auf die Spitze. Für diese Männer ist Jesus kein Gegenüber mehr. Sie reden über ihm, anstatt mit ihm. Anderen hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen? Na bitte, was hat er jetzt davon? Soll Gott ihn doch retten? Er hat doch behauptet, ich bin Gottes Sohn. Hilf dir doch selbst. Die Leute fordern Jesus heraus. Zeig doch deine Macht. Zeig doch, was du drauf hast. Beißender Spott ist nicht zu ertragen. Wir Menschen sind zu solchem Spott fähig, auch wenn wir das lieber nicht wahrhaben wollen. Eine abfällige Bemerkung über den Nachbarn ist schnell gemacht. Ein verächtlicher Blick kann verletzen. Nicht nur im Internet werden Menschen gemobbt und an den Pranger gestellt.
Hilf dir doch selbst. Vom Spott einmal abgesehen ist es natürlich gut, sich selbst helfen zu können. Es ist ja wichtig, dass wir als eigenständige Menschen Verantwortung für uns übernehmen und für uns sorgen. Doch die Selbstoptimierung unserer Zeit kommt an ihre Grenzen. Es liegt nicht alles in unserer Macht. Wir haben nicht alles in der Hand. Das zeigt uns die Corona-Krise und das spüren wir deutlich, wenn wir krank sind. Denn dann merken wir, dass wir auf die Hilfe anderer angewiesen sind, auf eine gute medizinische Behandlung, darauf, dass uns jemand das Essen ans Bett bringt, auf ein liebes Wort. Für manche ist da der Boden unter den Füßen ins Wanken geraten. Da ist alles, was vorher selbstverständlich war, durcheinandergewirbelt. Zurück zu Jesus. Er stirbt mit einem verzweifelten Schrei. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist ein Schrei voller Angst, voller Sehnsucht, voller Anklage. Der sterbende Jesus schreit sein Leiden heraus. Ausgerechnet er, der im Einklang mit dem Willen Gottes gelebt hat, fühlt sich von Gott verlassen. Die Umstehenden missverstehen seinen Schrei. Sie glauben, Jesus hätte nach Elia gerufen. Einer von ihnen befeuchtet ihm wenigstens die Lippen. Andere spotten weiter. Er ist doch selber schuld an seinem Schicksal. Hätte der mal lieber nicht so große Töne gespuckt. Jetzt ist es zu spät. Da kann er lange rufen. Sich von Gott verlassen fühlen, diese Erfahrung ist manchen von uns nicht fremd. Da bekommt jemand eine schwere Krankheit trotz gesunder Lebensweise. Da ist nach einem Schlaganfall nichts mehr, wie es vorher war. Da hat ein bösartiger Tumor einen Menschen aus der Bahn geworfen. Warum, Gott, bin ausgerechnet ich so krank geworden? Fragt eine Patientin verzweifelt. Ich habe doch niemandem etwas Unrechtes getan. Warum ist unser Kind gestorben? Klagen trauernde Eltern. Es war unser Wunschkind. Nur ein paar Jahre durften wir mit ihm verbringen. Der Tod unseres Kindes ist absolut sinnlos. Warum sterben so viele Menschen jetzt weltweit an Covid-19? Gott, wenn du so mächtig bist, hättest du dann die Corona-Krise nicht verhindern können? Gott, wo bist du in solchen Situationen? Hast du uns verlassen? Was sollen wir denn mit einem Gott, der weit weg von uns ist und sich nicht um uns kümmert? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im verzweifelten Schrei des gekreuzigten Jesus liegt hilflose Ohnmacht. Liebe Gemeinde, Jesus schreit nicht in eine anonyme Finsternis hinein. Er schreit anklagend zu seinem Gott. Er kann Gott in diesem Moment nicht erfahren und nicht spüren. Und doch gibt es niemand anderes, an den er sich in seiner Verlassenheit wenden könnte. Gott, das ist der einzige Hoffnungsfaden, den es für ihn gibt. Das ist doch ein wirkliches Gegenüber. Gott, ich bin in einem tiefen, dunklen Loch. Bist du auch da? Gehst du so weit mit mir? Wirklich? Ja, Gott ist auch da. Gott geht über seine Grenze. Dorthin,
wo er nach unserem menschlichen Ermessen gar nicht sein kann. Gott stürzt sich selbst in den Abgrund der Gottverlassenheit. Und Jesus hängt Gott selbst am Kreuz, ohnmächtig und hilflos. Gott als sterbender Mensch, der sich vor Schmerzen quält. Da ist kein Trost. Den Tod der Gottverlassenheit ist Jesus Christus für uns gestorben, aus Liebe. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, heißt es ja im Wochenspruch. Kein menschliches Leiden ist Gott fremd. Ich denke, da geraten manche unserer Gottesvorstellungen ins Wanken. Gott ist ja gar nicht nur weit weg von uns, sondern mitten in unseren Schmerzen. Gott ist genau da, wo unter uns der Boden ins Wanken gerät und gibt uns Halt. Mitten in unserer Angst und Verzweiflung ist Gott für uns da. Genau da, wo kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Genau da, wo wir uns von ihm verlassen fühlen und nichts von ihm spüren. Genau da ist Gott. Aus Liebe geht Gott so weit mit uns, in jedes tiefe, dunkle Loch hinein. Wirklich. Als leidender, ohnmächtiger Gott überwindet er das Leid. Als Jesus stirbt, bebte die Erde. Der Vorhang des Tempels zerreißt. Felsen brechen in Spalten auseinander. Gräber öffnen sich. Tote stehen auf zu neuem Leben. Die Welt wird aus den Angeln gehoben. Eine große Finsternis entsteht mitten am Tag. Nicht als Horrorszenario, sondern als Zeichen der Hoffnung. In der Todesstunde Jesu Christi gerät die Schöpfung ins Wanken. Die abgrundtiefe Liebe Gottes zeigt sich in allem, was geschieht. Der römische Hauptmann und seine Soldaten erfassen es sofort. Gottes Liebe reicht bis in den Tod. Sie bekennen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Die Liebe Gottes bewegt die ganze Welt. Sie gilt jedem und jeder Einzelnen von uns. In ihr sind wir von allem erlöst, was uns von Gott trennt. Von beißendem Spott, mit dem wir jemand anderes verletzt haben. Von unserer Selbstgerechtigkeit, mit der wir behaupten, alles allein zu schaffen. Vom Ellenbogendenken, von allem, was uns krank und kaputt macht. Gar nichts kann uns mehr von Gott trennen. Keine Schmerzen, kein Leiden, noch nicht einmal der Tod. Er ist seiner Endgültigkeit beraubt. Die Liebe Gottes durchdringt unser ganzes Leben, gerade auch jetzt in Zeiten von Corona. Das können wir spüren, zum Beispiel da, wo Menschen auf ihren Balkonen und Gärten Musik machen, so den gebotenen Abstand voneinander einhalten und Gemeinschaft erfahren. Das können Sie, liebe Patienten und Patientinnen, hoffentlich erleben, wenn Sie hier im Klinikum angerufen werden. Von lieben Menschen und von Krankenhausseelsorgern und Seelsorgerinnen. Das können ältere Menschen erfahren, wenn jemand ihnen den Einkauf abnimmt, damit sie zu Hause bleiben können. Gottes Liebe, für uns gestorben in der Zeit, wandelt Angst in Vertrauen, Schuld in einen neuen Anfang, Verzweiflung in Hoffnung, Tod in neues Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Liebe, die du mich zum Bilde. Wir singen nun aus dem Lied Nummer 401 die Strophen 1 bis 3. Lasst uns beten. Gott, unsere Zuflucht, wir bitten dich für die Politiker und Politikerinnen weltweit und für alle, die in Handel und Wirtschaft, gerade jetzt in der Corona-Krise, Verantwortung tragen, dass sie Entscheidungen treffen, die dem Wohl aller Menschen dienen. Wir bitten dich für alle, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen, und für alle, die bereits arbeitslos geworden sind. Sei ihnen nah und lass ihnen die Unterstützung zuteil werden, die sie brauchen. Wir bitten dich für alle Menschen, deren Angehörige an Covid-19 erkrankt sind, und für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Gib ihnen Kraft und lass sie deinen Trost erfahren. Wir bitten dich für alle Menschen, die nach Liebe hungern, für die Menschen, deren Seele verkümmert ist, für alle, die sich schämen, weil sie sich und an sich und anderen schuldig geworden sind. Richte sie auf und schenke ihnen deine vergebende Liebe. Wir bitten dich für alle, die in Alten- und Pflegeheimen leben und die sich jetzt vielleicht besonders einsam fühlen. Erfülle sie mit Hoffnung und Zuversicht und lass sie deine Nähe spüren. Wir bitten dich für alle Patientinnen und Patienten hier im Klinikum, für alle Menschen, die an körperlichen und psychischen Krankheiten leiden, dass sie erfahren, dass sie in deiner Hand geborgen sind, jetzt und alle Zeit. Wir bitten dich für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegekräfte, für alle Menschen, die jetzt in dieser Zeit Besonderes leisten und oft über ihre Grenzen gehen. Hilf ihnen
und erfülle sie mit Liebe für alle Menschen, die ihnen anvertraut sind. Mit allem, was uns ganz persönlich bewegt, überlassen wir uns dir in der Stille. Wir beten nun mit den Worten, die Jesus Christus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Folgendes ist bekannt zu geben. Am Ostersonntag ist Gottesdienst mit meinem Kollegen Pfarrer Vogelsmeier. Sie sind herzlich eingeladen, diesen Gottesdienst in ihren Krankenzimmern oder auch zu Hause mitzufeiern. Wer etwas spenden möchte, und zwar für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, kann das online tun unter www.kollekte-online.de. Wir danken allen Geberinnen und Gebern. Gott segne die Verwendung der Gaben. Holz auf Jesu Schulter. Wir singen nun aus dem Lied Nummer 97 die ersten beiden Strophen. Seien Sie begleitet am Karfreitag und in der kommenden Osterzeit vom Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.